Aber ich habe das doch alles nur für dich getan. Ich wollte, dass dieser unsinnige Kampf gegen Ansgar endlich aufhört. Und in Shanghai könnten wir endlich glücklich werden. Und deshalb verbündest du dich mit meinen Feinden? Ich habe mich nicht mit ihnen verbündet. Und Francesca ist auch nicht deine Feindin. Es geht dir doch auch nur um dein Wohl. Du hättest sie mal erleben sollen, wie fertig sie war, als sie mich in ihren Plan eingeweiht Hör hat. bitte auf, ich kann den ganzen Quatsch nicht mehr hören. Ich hätte dir doch alles erklärt in Shanghai. Nachdem du mich hintergangen und unter falschem Vorwand dorthin gelockt hast? Schön. Du glaubst mir also nicht? Na gut. Dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn wir erst einmal auf Abstand gehen. Guten Morgen. So früh schon bei der Arbeit? Ich konnte nicht mehr schlafen. Wir wollten doch die neue Lieferung für das Auktionshaus sichten. Weißt du schon, wann du Zeit dafür hast? So. Schatz. Alles in Ordnung? Nein. Nichts ist in Ordnung. Streit mit Stella. Sie wirkt genauso angeschlagen wie du. Streit ist nicht das richtige Wort. Es ist eher ein umfassendes Desaster. Du hast dich doch gefragt, warum Ansgar mir freiwillig die Leitung unserer Bank in Shanghai überlässt. Ja, und damit den asiatischen Markt. Aber was hat das mit Stella zu tun? Sie steckt mit Ansgar und Francesca unter einer Decke. Was? Sie war der Trumpf. Sie sollte mich aus Düsseldorf weglocken. Wie kommst du darauf, dass ihr mit den beiden gemeinsame Sache macht? Naja, wenn man sie fragt, dann natürlich nur unseretwegen. Und das glaubst du ihr nicht? Darum geht's nicht. Sie hat mich hintergangen. Jetzt ist es vorbei. Guten Morgen, Stella. Morgen. Haben Sie sich denn gestern noch mit Carla aussprechen können? Sie meinen aussprechen wie, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nein. Vielleicht sollte ich noch mal mit ihr reden. Was soll das bringen? Nun, ich könnte ihr erklären, wie wenig Sie eigentlich mit der ganzen Sache zu tun hatten. Dass alles meine Idee war und ich Sie erst ganz am Ende mit reingezogen habe. Danke, aber ich habe keine Lust auf weitere Einmischung von Ihnen. Aber Wenn Sie mir schon einen Gefallen tun wollen, dann können Sie mir ein paar Tage Urlaub geben, damit ich hier aus dem Weg gehen kann. gut, das wird sich einrichten lassen. Ich mache eine To-Do-Liste für Justus, damit er weiß, was alles liegen geblieben ist. Der Bäcker ist schon joggen. Im Schneiders. Charlie hat sie als neue Kellnerin eingestellt. Finde ich gut, dass sie sich einen neuen Job gesucht hat. Ich fände es noch besser, wenn sie sich gleich eine neue Bleibe suchen würde. Und ihr gleich mit? Jeden Morgen, wenn ich dich sehe, denke ich ernsthaft drüber nach. Na, das ist doch schon mal ein erster Schritt. Guten Morgen. Morgen. Also Jan, noch mehr nette Verwandtschaft, die unbedingt hier auf dem Schloss bleiben will. Ach, Ansgar. Verspritzt dein Gift woanders. Wir sind inzwischen immun. Kaffee oder Tee? Tee bitte. Kaffee. Mir fälligst was einfallen, wie du Carla doch noch dazu kriegst, nach Shanghai zu verschwinden. Und wie bitteschön soll ich das machen? Das ist doch deine Sache. Aber egal, wie du es machst, tu es, bevor ich das Problem löse. Auf meine Weise. Und das wird für Carla wesentlich unangenehmer als ein Inkontinentalflug. Carla, wir müssen reden. Kein Bedarf. Sei bitte nicht böse auf Stella. Ich habe sie damit reingezogen. Sie hat furchtbar darunter gelitten, nicht anlügen zu müssen. Spiel hier nicht die besorgte Mutter. Die Rolle steht hier nicht. Ich habe es wirklich nur gut mit dir gemeint. Und es war nicht so einfach, Ansgar davon zu überzeugen, dir die Bank in Shanghai zu überlassen. Du hast einmal mehr bewiesen, auf wessen Seite du stehst. Wenn du wüsstest, wie kompliziert das alles ist. Es ist ganz einfach. Du wolltest mit Ansgar paktieren, also trag auch die Konsequenzen. Lass mich in Ruhe. Gräfin,
Auf den Steinen am Rand vom Schlossgraben ist ziemlich viel Moos und das könnte sehr gefährlich Klären werden. Sie das bitte mit Frau Mann. Auf Wiedersehen. Du verreist? Ich nehme für ein paar Tage eine Auszeit. Ich denke, das ist auch ganz in deinem Sinne. Ja, dann erhol dich gut. Danke. Der Schlossgraben. Klären Sie das bitte mit dem Gärtner ab. Da ist was faul, da bin ich mir sicher. Weißt du, immer wenn Ansgar irgendwas Menschliches kriegt, dann plant er was. In der Regel gegen mich. Carla, Ich muss wissen, was er vorhat. Ich brauche Informationen. Carla geht mit Stella weg. So wie wir es abgesprochen hatten. Frau Mann bekommt den versprochenen Job in Shanghai. Und Sie Ihrerseits halten sich an unsere Abmachung und wahren Stillschweigen. Ich kann mich in der Tat nicht daran erinnern, dass du zu mir gesagt hast, hör mal, Ansgar, Maria und ich, wir machen gemeinsame Sache gegen dich. Ist das in Ordnung? Und? Was heißt das jetzt? Es ist aus. Du machst mir's leicht, Schwesterchen. Carla, komm schon. Carla. Hey. Hey, komm, wach auf. Carla, hey. Komm schon, wach auf, Carla. Carla. Ansgar? Wir hatten einen Deal. Mir steht die Hälfte der Holding zu. Wie fängst du schon wieder davon an? Wenn man bedenkt, wie leicht einem etwas zustoßen kann. Was denn? Du drohst mir?
Es wäre ja mal schade, wenn Hannes ohne Vater aufwachsen müsste. Die Entscheidung liegt bei dir. Überleg's dir. Ach komm schon, Tanja, das muss doch ein Witz sein. Du würdest doch nicht allen Ernstes einen Auftragskiller auf mich ansetzen. Ein Witz? Wenn du über ein Loch in deinem Kopf lachen kannst, bitte. Wenn du über ein Loch in deinem Kopf lachen kannst, bitte. Eine Kopie dieser Aufnahme werde ich bei meinem Notar deponieren. Du glaubst wohl, du kannst mich ausboten, du Mistkerl. So nicht, mein Lieber. Und peng, da lag der ganze Mist auch schon in Scherben. Ach, Rebecca, das war deine erste Schicht. Noch ein paar Tage Übung und du bist die perfekte Kellnerin. Sag das mal Frau Schneider. Wenn Olli und Christian nicht gewesen wären, dann hätte sie mich glatt gefeuert. Na, dann sei froh, dass du so gute Freunde hast. Ansgar entlässt wahllos die besten Mitarbeiter. Jetzt auch noch Bettlinger. Der hat jahrelang erfolgreich für uns gearbeitet. Lasst euch nicht stören. Möchtest du noch mal kurz dein Kleid anprobieren? Ich bin mir noch nicht ganz sicher bei der Länge. Ja. Seine Kosteneinsparungen gehen einfach zu weit. Und Sie? Wollen Sie einfach zuschauen, wie er verdiente Leute, die schon lange, sehr lange in der Firma sind, eiskalt auf die Straße setzt? Natürlich nicht. Ich werde noch mal mit ihm reden. Oh nein! Ansgar, was ist passiert? Jetzt glotzt nicht so, ruft einen Notarzt. Ein kleiner Einbruch in ein Notariat. Sowas war doch früher kein Problem für Sie. Was soll das heißen? Sie haben Ihr Betätigungsfeld verändert. Sie delegieren inzwischen an Mittelsmänner. Haben Sie da jemand geeigneten für mich? Schön. Ich verlasse mich auf Sie. Und ich rate Ihnen, enttäuschen Sie mich nicht. Nein, den Zeitpunkt bestimme ich. Sagen Sie Ihrem Mann, er soll heute Nachmittag um 4 ins No Limits kommen. Tja, mein lieber Ansgar, wenn ich mit dir fertig bin, siehst du noch viel älter aus. Nun sagen Sie schon, wie geht es ihr? Sie hat Glück gehabt, nur eine leichte Gehirnerschütterung. Gott sei Dank. Das heißt aber, dass sie sich noch eine Weile schonen muss, oder? Vorsichtshalber gebe ich Ihrer Tochter noch etwas zur Stabilisierung. Carla ist ganz besessen davon, Ansgar fertig zu machen. Und dass dabei unsere Beziehung auf der Strecke bleibt, ist ihr völlig egal. Nein, das stimmt nicht. Ich bin sicher, sie leidet darunter genauso wie du. Aber Carla fühlt sich dem Erbe ihres Vaters verpflichtet. Ich weiß. Aber muss sie deswegen alles hinschmeißen? Oh, Stella. Carla liebt dich. Ich bin sicher, sie wird ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Sie hat sich schon entschieden. Für die Holding und gegen mich. Carla, was machst du nur für Sachen? Schön, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde, würde ich mich dann gern trockenlegen gehen. Ist dir kalt? Soll ich dir noch eine Decke holen? Carla, willst du uns was sagen? Stella. Stella. Stella hat Urlaub. Ich versuche sie zu erreichen. Hörst du? Alles wird gut. Sorry, dass ich dir so die Ohren voll heule. Das musst dir doch nicht leid tun. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Taschentücher ich schon voll geheult habe, bis ich mit Gregor zusammen war. Willst du nicht rangehen? Ich kann nicht. Ansgar,
Wir müssen reden. Worüber denn jetzt schon wieder? Carlas Unfall. Kannst du mir erklären, wie das passieren konnte? Was weiß ich? Wahrscheinlich war sie abgelenkt. Hat sich bestimmt gerade was einfallen lassen, wie sie mich aus der Firma kicken kann. Ja, und dabei ist sie wohl ausgerutscht. Und du warst ganz zufällig in der Nähe. Was denn? Willst du vielleicht andeuten, Dass du die günstige Gelegenheit nutzen wolltest, um dein Problem mit Carla ein für alle Mal zu lösen. Genau. Du traust mir also zu, dass ich versuche, meine eigene Schwester umzubringen? Mittlerweile traue ich dir alles zu. Du bist doch völlig irre. Dich sollte man in die Klapse sperren, und zwar lebenslänglich. Hast du dir mal überlegt, wer Carla aus dem Graben gezogen hat? Ich war das. Wenn ich ihr nicht nachgesprungen wäre, wäre sie jetzt Fischfutter. Selbst wenn das so ist, kannst du dich nicht von einer Mitschuld freisprechen. Hast du mal darüber nachgedacht, warum Carla so unachtsam war? Also ich habe sie jedenfalls nicht ins Wasser getrieben. Aber euer Kampf um die Macht in der Holding. Warum bist du nicht endlich bereit, mit deiner Schwester zu teilen? Dein Egoismus hätte sie fast das Leben gekostet. Was denn? Das sagt ausgerechnet die Frau, die sich hier unter dem Namen meiner toten Mutter eingeschlichen hat? Du bist doch die Letzte, die sich hier als moralische Instanz aufspielen sollte. Ich hoffe, du denkst trotzdem über meine Worte nach. Moment, ich übernehme das. Bis Sie bin schon